Hallo und herzlich willkommen. Heute bei der Ventilspielkontrolle setzen wir da an, wo der letzte Teil endete. Während ich Zündspulen, Zündkabel, AGR-Leitungen, AGR-Ventil und alles was stört am Ventildeckel entferne, gehen wir der Frage nach, warum machen wir überhaupt Ventilspielkontrolle. Die Ventile sind ja bewegliche Teile im Motor. Da sie hohen Temperaturen mit teils 800 und mehr Grad ausgesetzt sind, dehnen sie sich im warmen Zustand aus, im kalten ziehen sie sich zusammen. Damit man dies kompensieren kann, wird ein Spiel eingefügt. Dieses kann man mit sogenannten Shims einstellen, bei den meisten Motorrädern. Früher auch über Schlepp- oder Kipphebel, die einstellbar waren, findet man aber heutzutage eher selten. Bei kaltem Motor muss ein gewisses Spiel vorhanden sein zwischen den Nockenwellen und den Hydrostößeln, damit die Ventile bei heißem Motor nicht zu früh öffnen. Ist das Ventilspiel zu groß, dann klappert es unter dem Ventildeckel deutlich hörbar. Es geht einher mit Leistungsverlust und erhöhtem Verbrauch, da die Ventile kürzer öffnen und weniger Kraftstoff-Luft gemischt in den Zylinder eintritt und ebenfalls die Abgase nicht vollständig entweichen. Ebenfalls ist geringes Ventilspiel schädlich. Es klappert zwar nicht, dafür können die Ventile leicht geöffnet bleiben und gar nicht mehr vollständig schließen, wodurch sie zum einen die Abgastemperaturen nicht mehr an den Kopf weiterleiten können und zum anderen auch abbrennen können. Aus diesem Grund wird das Ventilspiel unregelmäßig regelmäßig eingestellt. Honda gibt bei dieser Maschine bei 24.000 Kilometern die erste Ventilspielkontrolle vor. Dann kommen wir zur folgenden Frage. Wie macht man Ventilspielkontrolle bei der Maschine? Als erstes stellen wir den ersten Zylinder auf OT, was zur nächsten Frage führt, wo ist der erste Zylinder bei der Maschine? Dazu gibt es in Deutschland wie zu fast allem anderen auch eine DIN-Norm. In der DIN-Norm 73021 ist seit 1953 geregelt, dass bei 4 Zylindern gegenüber der kraftabgebenden Seite der erste Zylinder ist. Was bedeutet dies im Nicht-Ingenieursjargon? Bei Motorrädern relativ einfach. Die kraftabgebende Seite ist, wo die Kurbelwelle aufhört und die Kupplung anfängt, also die Kupplungsseite, und gegenüber der Kupplungsseite bedeutet in Fahrtrichtung auf der linken Seite, sind diese dann von links nach rechts durchnummeriert. So, wenn der Ventildeckel dann endlich mal aus dem Weg ist, fällt einem bei den Nockenwellen auf, wenn man die Arbeit schon ein paar Mal gemacht hat, die Stellung beim ersten Zylinder stimmt nicht. Um jetzt die Stellung für den ersten OT zu erreichen, müssen wir auf der anderen Seite weitermachen.
Es gibt dafür am Kurbelgehäuse auf der anderen Seite eine Abdeckung. Wenn wir diese gelöst haben, drehen wir jetzt den ersten Zylinder auf OTE. Das bedeutet, das T soll an die obere Markierung, die beiden Striche daneben sollen die Markierung genau mitteln, womit auch die untere Markierung übereinstimmt. Schauen wir jetzt oben, sehen wir, die Markierungen passen nicht. Ein- und Auslassnockenwelle sollten Ventildeckel bündig abschließen. Was machen wir? Wir drehen unten die Kurbelwelle um 360 Grad auf die gleiche Markierung nochmal, da sie sich in einem anderen Takt befindet. Schauen wir nach dem Einstellen nochmal oben nach, auf der gleichen Markierung, sehen wir, jetzt stimmt auch die Ein- und Auslassnockenwelle. Markiert mit IN für Inlet und EX für Exhaust und beides steht zum Ventildeckel bündig auf der Außenseite. Jetzt können wir die Ventilspielkontrolle beginnen. Wir sehen das auf der anderen Seite auch, dass beide Nockenwellen nach oben außen zeigen, womit man den oberen Todpunkt erreicht hat. Das Messen von Zylinder 1 und 3 vom Einlass erfolgt jetzt mittels einer Fühlerblattleere. Im Kfz-Bereich verwendet man normal Fühlerblattleeren mit einer Auflösung von 0,05. Für diese Arbeiten sind die zu grob, da man nur sieht, ob man 0,20 oder 0,15 hat. Besser sind Fühlerblattleeren mit 32 Blatt oder mehr. Bei diesen hat man eine Auflösung von 0,01, also 0,20, 0,19, 0,18 und so weiter. Mit einer solchen Leere kann man jetzt bei den Einlassventilen vom ersten Zylinder und vom dritten Zylinder sich von stark nach dünn vorarbeiten, das heißt mit 0,20 anfangen und dann probieren, ob die Leere in alle vier reingeht, danach mit 0,19 weitermachen und so lange, bis die Fühlerblattleere zumindest bei allen vier Ventilen einmal reingepasst hat. Die Fühlerblattleere sollte nicht mit Gewalt reingehen, aber auch kein Spiel oder Luft haben. Man geht davon aus, dass sie saugend zwischen dem Stößel und zwischen der Nockenwelle durchgehen sollte. Das heißt, beim Durchschieben sollte man einen leichten Widerstand spüren. Ist dieser vorhanden, sollte man sich die Werte unbedingt notieren, da die später eventuell noch gebraucht werden, wenn es nicht nur bei einer Kontrolle bleibt, sondern auch zum Einstellen kommt. Hat man alle Werte gemessen, kann man diese eintragen. Ebenfalls sollte man sich die Maximalwerte für Ein- und Auslassnockenwelle eintragen. In dem Fall betragen die 0,16 plus minus 0,03. Das heißt, alles an Spiel zwischen 0,13 und 0,19 bei der Einlassnockenwelle ist in Ordnung. Bei der Auslassnockenwelle sind es 0,32 plus 0,03, also 0,29 bis 0,35 ist im Rahmen. Nachdem wir bei der ersten Position fertig sind und haben 4 Ventile gemessen, geht es jetzt zur nächsten Position. Dazu drehen wir die Kurbelwelle um 180 Grad und sehen jetzt die untere Markierung senkrecht nach oben zeigen. Und damit geht es weiter.
Jetzt sehen wir auch, die Nockenwellen stehen in einer völlig anderen Position. Dies ist aber so gewollt und auch in Ordnung. Weiter geht's jetzt mit Zylinder 2 Auslass und Zylinder 4 Auslass. Da kommt man auch besonders gut dran zum Nachmessen. Daher schon mal viel Spaß. Wir gehen nun natürlich wie bei den anderen auch vor und messen wieder von dick nach dünn, von stark nach dünn, wie man es auch immer nennt, und können hier auch höher beginnen bei zum Beispiel 0,40 oder 0,35 und uns dann langsam nach unten arbeiten wie auf der anderen Seite. Hat man diese Werte, trägt man sie natürlich auch wieder in die Tabelle ein. Weiter geht es dann zur dritten Position, zum dritten OT. Dazu drehen wir jetzt die Kurbelwelle wieder um 180 Grad und sind dann an der Position, an der wir mal angefangen haben, wo der OT unten richtig steht und der OT oben an den Nockenwellen falsch steht. Mit dieser Markierung messen wir jetzt das nächste Ventilpaar. Wir haben jetzt noch Zylinder 2 und 4 jeweils die Einlassseite. Diese messen wir natürlich wieder nach dem gleichen Schema und tragen auch hier die Werte wieder ein. Jetzt fehlt uns noch eine Stellung, das heißt, jetzt machen wir die untere Markierung wieder senkrecht nach oben und haben jetzt die vierte OT-Stellung zum Vermessen. Wer hat jetzt im Video noch aufgepasst, welche Ventile fehlen? Es ist natürlich bei Zylinder 1 und 3 die Auslassseite. Diese geht genauso gut wie die 2 und 4 Auslassseite. Wenn man sich schön die Finger verdreht hat, um da dran zu kommen, hat man auch diese Werte und notiert sie sich. Zum Schluss sollte es dann so oder ähnlich aussehen. Wer jetzt das Bild pausiert und schaut auf die Werte, stellt fest, die Werte sind alle im Rahmen. Aus diesem Grund habe ich bei dem Motorrad auch das Ventilspiel selbst nicht eingestellt nach Rücksprache mit dem Besitzer. Wenn es im Rahmen ist, muss man sich die Mehrarbeit nicht machen. Wenn man aber das Ventilspiel einstellen muss, habe ich dann noch was vorbereitet. An diesem etwas älteren Zylinderkopf, der von einem anderen Hersteller ist das Funktionsprinzip das gleiche. Also nutzen wir den als Anschauungsmodell. Als erstes werden die Nockenwellen-Lagerschalen, die Nockenwellenhaube oder wie man sie auch immer nennt, abgemacht, den Steuerkettenschutz mit abmachen und darunter finden sich die Nockenwellen. Wenn der Kettenspanner geöffnet ist, die Nockenwellen rausgeholt wurden, findet man darunter die Hydrostößel. Ich fummel die jetzt mal raus, geht auch mit einem Magnet deutlich einfacher. Und wenn wir die Tasse umdrehen und schauen von unten rein, bleibt meistens aufgrund von der Kapillarwirkung vom Öl der Schim unten drin hängen. Mit einem Magnet lässt sich dieser sehr leicht entfernen. Von dem jeweiligen Schim, vom Ventil, brauchen wir die Stärke. Die ist oftmals angegeben oder aufgedruckt, geht aber bei der Benutzung logischerweise sehr schnell ab. Haben wir die Stärke, packen wir zuerst den Schim wieder in den Ventilfederteller und setzen den Hydrostößel darüber.
Wichtig ist auch, mischt diese nie durcheinander. Da jeder Shim eine andere Stärke hat, wird damit das Ventilspiel eingestellt. Das heißt, jeder Shim muss an eine bestimmte Position, damit das Ventilspiel korrekt ist. Ich schaue jetzt mal noch, ob irgendein anderer hier rausgeht, wo man die Nummern sieht. Im Originalzustand sieht man immer eine eingelaserte oder aufgedruckte Nummer. In dem Beispiel sieht man sie sogar, wenn es denn fokussiert. Aha, jetzt. Sieht man leider auch nicht mehr so gut, aber es steht zumindest eine 8 drauf. Messt die Shims an sich in der Stärke mit einem Messschieber nach. Notiert euch ebenfalls diese Werte, da ihr diese auch braucht. Macht das bei allen 16 Ventilen. Wenn ihr jetzt feststellt, dass das Ventilspiel außerhalb der Toleranz war, dann schaut ihr im jeweiligen Original-Werkstatthandbuch vom Hersteller nach. Dort findet ihr sogenannte Ventil-Shim-Tabellen, Shim-Charts. In denen seht ihr, bei welchem vorhandenen Shim ihr welches Spiel habt und ihr welchen Shim benötigt, um welches Spiel zu erreichen. Ihr müsst nicht alle 16 tauschen. Ihr könnt, wenn ihr von Position 7 von oben links nach unten rechts eins rausgeholt habt, teilweise mit der Position 9 oder 12 tauschen, untereinander tauschen und benötigt dann nicht so viel. Wenn ihr alle benötigt, sind das zwischen 6 und 10 Euro pro Shim, das heißt, bei einmal allen Ventilen sind das 160 Euro nur für die Shims ohne die Arbeitszeit. Daher mischt diese durch, dann benötigt ihr weniger. Wenn die alle nach der Vorgabe im Handbuch getauscht sind, schnappt ihr euch die Nockenwellen. In dem Fall haben wir die Auslassnockenwelle, die dann natürlich mit der EX-Markierung für Exhaust wieder kantenbündig muss. Auf den Nockenwellen selbst steht es auch meistens mit drauf. Kurz in den Fokus schieben. EX und IN, also ebenfalls auf der Nockenwelle nochmal aufgezeichnet. Dann mit der Markierung kantenbündig an den Ventildeckelrand bringen. Und das gleiche natürlich auch bei der anderen Nockenwelle. Die Einlassnockenwelle muss natürlich mit der IN-Markierung außen am Ventildeckel angelegt werden. Und sind beide positioniert, sollten die auch recht leicht reingehen in die Lagerschalen. Dann setzt man die Nockenwellenlagerschalen oder Nockenwellehaube in dem Fall wieder auf und zieht die Schrauben alle mit dem passenden Drehmoment wieder an. Dieses findet sich ebenfalls im Werkstatthandbuch. Beim Montieren solltet ihr tunlichst darauf achten, wenn wie hier Buchsen in den Nockenwellenlagerschalen sind oder in den Gegenböcken unten, dass diese auch wieder eingesetzt werden. Nicht, dass diese in den Zylinderkopf fallen oder irgendwo wegfallen, da ansonsten das Schraubengewinde auch teilweise nicht die Traglast hat und mit ausreißen kann. Ihr setzt jetzt die Hauben wieder auf, die Nockenwellenschalen. Müsst natürlich vorher noch die Kette aufsetzen, die ja hier nicht vorhanden ist, und diese spannen. Wenn ihr den Spanner einsetzt, dreht sich meistens die Einlassnockenwelle nochmal ein gutes Stück gegen den Uhrzeigersinn zurück, Richtung Nockenwellenspanner. Dies müsst ihr mit einkalkulieren, wenn ihr die Nockenwelle aufsetzt. Wenn denn alle Werte stimmen, die Shims passen und die Abstände passen, kommen wir wieder an den Zusammenbau. Wir setzen erstmal unten am Kurbelgehäuse wieder den Deckel auf.
ziehen diesen an, setzen dann wieder die Ventildeckelhaube auf, schrauben sie fest und drehen die Schrauben mit Drehmoment wieder an. Den Zusammenbau lasse ich jetzt nicht nochmal ganz durchlaufen, da es ja ähnlich ist wie der Ausbau. Das heißt, es müssen dann wieder in dem Fall AGR-Schläuche dran, das AGR-Ventil, das elektronische muss wieder dran, dann der Thermostat wieder gesetzt werden und angeschraubt werden und so weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, abonniert gerne den Kanal und schaut wieder rein in die nächsten Teile.